Oh no. Die Phasmide. What? Are you shitting me? A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. Du blinzelst. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like chitin, hovering in place. Was ist denn das? What are you talking about? Diese riesige Gespensterschrecke. There's nothing there. Er sieht verwirrt aus. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand move to your holster, but you don't have a gun. Da, sie ist da. Ich sehe sie. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. Kim, können Sie sie sehen? I can see it. 4 simple words, thank God. If he can see, then you're not insane. But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence, its limbs long and slender. Be very, very careful. Was zum Fick? Kann ich sie nicht anlegen? Haben wir nicht die eine Kugel? Haben wir nicht die Kugel aus dem Versteck von... Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Aber das Motiv haben wir doch inzwischen herausgefunden, oder? Ich dachte, wir hätten das Motiv. Wir haben so viele Skillpunkte. Auch noch mal eine Wahrnehmung? I guess. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. Das ist die insulinische Phasmide. It is. Du hörst den vertrauten Klang seiner sich öffnenden Jacke. Ganz langsam, fast schon akribisch. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of milled aluminium. He begins to pull it open, extremely carefully. It's the camera. Sind Sie sicher, dass Sie das Tier damit nicht verjagen werden? We need a photo. No one will believe us. From the corner of your eye, you see a sudden cascade of motion ripple through the phasmid's limbs. A series of ultrasonic clicks fills your ear. I am not palatable. Do not eat me. I am afraid. Gott. Es hat Angst. Hören Sie sofort auf damit. I won't be one of those fools who didn't take a picture. Er hat aufgehört, an der Kamera herumzufummeln, legt sie aber nicht weg. You see the phasmid turn to him, its mandible antennae reaching out. Its motions are quick, sudden. Wen interessiert schon, was die anderen denken, Kim? Understood. Of course. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air, slowly. Warum haben wir Elektrochemie auf 5? Willst du mich verarschen? Warum haben wir Elektrochemie nur auf 5? Müssten wir nicht durch die Klamotten noch locker was haben? Goddammit. Du sagst dir leise etwas, so ungefähr.
Hab keine Angst. Nothing changes in the cyclical braying motion of the creature's limbs. They are porcelain white on the inside and reed-colored on the out, beige, light brown, and striped. You are unsure if it is scared or not. Its insect mind is impenetrable to your reasoning. Okay, ich ziehe mich erstmal zurück. Dann gucken wir, ob wir noch Punkte in Elektrochemie kriegen. Und dann schauen wir weiter. We can't just leave it standing there. We have to do something, Detective. It could be connected somehow even. You've never seen him get this excited. His voice is Gottverdammt. almost trembling. Okay. Und ich kann... Gottverdammt. Ich hätte halt wenigstens noch 3 Punkte reinstecken können. Ja, surprise. And it's gone. You barely get to take one step. The invertebrate reacts with uncanny speed, skating away across the water. It's gone, like a skipping stone, leaving nothing but rings on the sea's calm mirror. Where? Where did it go? Der Lieutenant hat die Kamera in der einen Hand und ein weißes Blatt Papier, das sich gerade entwickelt, in der anderen. You never had a chance. There was something off the moment you approached it. It was scared of you, of humans. Haben Sie wenigstens das Foto gemacht? He shakes his head in silence, an expression on his face that you've never seen there before. Du sagst nichts, sondern schluckst es herunter. It's just a blur. Und jetzt? What now? Der alte Mann hat seine Hand in die Asche gelegt. Sie ist schmutzig und schwarz. In some kind of strange, semi-catatonic state. Our suspect's not looking so good. We should check him over. Also, it looks like it has some kind of nest there. Maybe there's proof in there. In the reeds, where the phasmid was hiding, you see a little flash of white. Porcelain white. Es ist einfach der scheiß Helm. Natürlich ist es der Helm. Und das Zielfernrohr. Damit hätten wir, wenn wir die Stiefel genommen hätten, die Rüstung komplett. Ein gewöhnliches 30 mm Scharfschützen-Zielfernrohr, anbringbar auf praktisch jedem Repetiergewehr im Kaliber 4,46 mm. Das punktlose Fadenkreuz mit Entfernungsmessung ist ein wenig in die Jahre gekommen. Auf dem Objektiv klebt immer noch Seetang. Außerdem scheint es im Phasmidenversteck einen Wasserschaden erlitten zu haben. Dieser monströse, mit Insektenaugen versehene Keramikhelm stammt aus dem Phasmidennest. Es ragt noch etwas Schilf aus ihm heraus und riecht nach Meerwasser. Ansonsten ist er jedoch tragbar, wenn auch nicht gerade bequem. Es fühlt sich irgendwie unheimlich an, ihn aufzusetzen. Okay. Sieh nur nach dem Deserteur. Okay. What is it? What do you want from me? I can't go. Something is very wrong with him now. Wie ist es möglich, dass Sie die Phasmide nicht gesehen haben? See. Mr. Doras? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets, his gap-toothed mouth shaking. With fear and longing, like an addict of some terrible substance. Du wedelst ihm mit der Hand vor den Augen herum. A light shiver passes him, followed by nothing. His hands are trembling, and he breathes slowly.
He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem, doesn't it, Mr. Dross? The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Was ist mit dem Mann passiert? Old age and shock. Oder liegt es vielleicht auch an der Phasmide? Yes, the arrest and the appearance of the phasmid, the combined stress. But you think it's something more than that, don't you? Quite a few things about that health check you did of him make sense now. Vorhin, als ich seinen Zustand begutachtet habe, schien er ungewöhnlich munter. He was energetic and articulate. After all these years alone, with little hygiene or medication, I would expect worse. Möglicherweise wird diese Aufgewecktheit irgendwie von der Phasmide verursacht? It does not seem to be animated now it's left. Honestly, I'm ready to believe anything at this point. Maybe it is psychoactive. I mean, why not? It's 3 meters tall. Aber er konnte sie nicht sehen. Für ihn war das nur Schilf. That could be part of the shock. But you're right, something is off here. Mr. Dross. No response. Vielleicht ist die Phasmide so all die Jahre unentdeckt geblieben? Then how did we see it? Oh, you mean, whatever does this, does it over time? Teenagers, kids, drunks, sightings are brief, and hence not credible. But anyone who spends a long time with it. Genau, man vergisst, dass sie da ist. Mr. Dross, have you ever seen a stick insect pretending to be the reeds? The doctors will have to look at this. I hope your station has better medical personnel than 57. This is a little advanced for a nurse. Ich glaube, er ist von dem Vieh abhängig. Like a drug? Er hat schon Abhängigkeitserscheinungen an den Tag gelegt. Und zwar nicht nur von Schmerzmitteln. His pupils appear to be dilated. They still are. Er untersucht die Augen des katatonischen Mannes. Ist schon eine ganze Weile hier. Wer weiß, wie lange in ihrer Gesellschaft? He did seem distressed when it finally came to arresting him. Like he didn't want to leave this place. And the insect, maybe. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. They'll think we're insane. Wir haben ein paar Dinge im Nest der Phasmide gefunden, Herr Dross. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Du zeigst ihm das abmontierte Zielfernrohr. I lost. Sie haben es verloren, Herr Dross? He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie phasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being. Ja, ich zeige ihm trotzdem den Helm. Nothing. Just dull staring. Not even rage left. Wherever the last embers have gone out, the war is over. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the phasmid even. If it did, this is incredible. Ruhen Sie sich erstmal aus, Herr Dross. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched and his mouth open. The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. The strength is all gone out of him. Just frail old bones in a sack of tracksuit trousers and a windbreaker. Halten Sie die Ohren steif. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long.
Brot und Ware zum Festland zurück. Aber haben wir nicht das Motiv total rausgefunden? Wir haben über alles mit ihm gesprochen. Ich finde, wir haben das Motiv total rausgefunden. Aber abgesehen davon, was zum Fick war das gerade? What the actual fuck? Boah. I cannot. So, also ich finde es fantastisch, wie halt alles irgendwie am Ende doch wieder zusammenläuft und jeder noch so lose Storystrang irgendwie nochmal aufgegriffen wird und das alles irgendwie Sinn ergibt. Aber irgendwie war ich dafür nicht bereit. The skiff is swaying on the waves by the dock. Fahren wir wieder aufs Festland zurück. Let's. We are done here. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. 2 men and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. The sea is calm. You reach the jetty and climb out of the skiff. Na, wenn das nicht unsere beiden Kollegen sind. Plus wer auch immer. Look what the tide brought him. Ah. Sagt der Mann ohne Sonnenbrille. Plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck und er neigt den Kopf zur Seite. Harry, you're bleeding all over the place. You're half dead. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. This is the man with sunglasses from the whirling in rags. But where are his sunglasses? Niemand sonst scheint sich an dem Blut zu stören. Bothered by it. Harry, you look like you need a fucking organ transplant. Oh, fuck it. Let's not get into that. Wer sind Sie alle? Hello, I'm Trent Heilerstam. I believe we've met on several occasions. Ja. I'm your goddamn partner, Jean Vicomar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Heilerstam, Battle Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Nein, Kim. Sie müssen mir den Rücken frei halten. Los, zeigen wir es Ihnen. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Sagt Judith im freundlichen Ton und schenkt dem Lieutenant ein flüchtiges Lächeln. Letting the lieutenant know he shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. Worum geht es denn? Ari, we want to help you. Trent, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. Ja, in der Tat. Wo waren Sie die ganze Zeit? Es hat ein Söldnertribunal gegeben. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die.
Moment mal, Sie haben mich also allein auf eine Horde professioneller Killer losgelassen? Nur damit ich meine Lektion lerne? It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Warum haben Sie es denn nicht angewandt? Ermitteln oder sterben? Hä? Oh, you think it was cool you saying that? Aesthetic somehow? You were crying when we got here. Breaking things. You said we were going into the abyss. None of us wanted to see the abyss. So we fucked off. Like you told us to. Sie haben ein Einsatzkommando erwähnt? Yeah, Major Crimes Unit. Under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Können Sie meine Erinnerung auffrischen? Wer ist noch dabei? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Tron fucking Heidelstown, and Guillaume Baby. I'm technically just a civilian advisor. Oh, fuck you. You're part of this shit show. Wer ist Guillaume Bevy? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Bevy is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. Is this Guillaume Bevy blonde and partial to sunglasses? Ist er zufällig blond und trägt eine Sonnenbrille? See? There. He's getting it. I was impersonating him. Look at me, I'm GBV. It was going to be funny, but then you really did have brain damage. So not so much anymore. He sincerely thought it was going to be amusing. For both of you. Okay, und was macht dieses Einsatzkommando? Do? It's a major crimes unit. We cleared the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. The 41st isn't... Er bricht ab. Er will den Satz nicht beenden. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie nicht die Frau mit Pferdegesicht sind. Was? Woher wussten Sie, dass ich hier bin? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Ich rette ihm den Laden und trotzdem hintergeht er mich? Du drehst dich in die Richtung, in der sich das Whirling befindet und schreist. Lecken Sie mich am Arsch, Cafeteria-Manager! Sie haben mich zum letzten Mal hintergangen. Ja, genau das tue ich jetzt. Speaking of which, the giant aerografito in front of the building. The one that's burning. Did you do that? Es war eine jugendliche Delinquentin. I don't know. It had shit kid written all over it. Ich kann nicht behaupten, dass irgendetwas davon bei mir klingelt. Ich will ihn jetzt auch gar nicht auf den Rest ansprechen, ehrlich gesagt. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, Isola, hell, and so on. As displayed in a station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Moment, sozioökonomisch? Glauben Sie, ich wäre so arm, dass ich deswegen mein Gedächtnis verloren hätte? Ich habe so viel getrunken, dass ich mein Gedächtnis verloren habe. Und jetzt hole ich es mir langsam wieder.
Ich habe mir das alles nur ausgedacht, wie ich Lieutenant Kitsuragi bereits gesagt habe. Weiß ich, was ich bin. Es könnte etwas mit einer Anomalie in der Kirche zu tun haben, einem 2 Millimeter großen Loch in der Welt. Ich bin ein äußerst experimenteller Detective. Das war eine Methode, die ich eingesetzt habe, um den Fall zu lösen. Mir ist etwas passiert, was so traurig war, dass ich einfach nicht mehr ich sein konnte. Es war ein Selbstschutzmechanismus. Also, ich meine dafür, dass wir das ganze Spiel drauf geritten sind, irgendwie, dass irgendetwas super Grausames, Schreckliches in seiner Vergangenheit war und er jetzt einfach nicht über seine Ex hinwegkommt, finde ich das halt so ein bisschen, da hatte ich irgendwie mehr Drama erwartet. Das ist halt so, come on. Tja, irgendwie macht mich das alles nicht an. Ich bin versucht, es auf die Anomalien der Kirche zu schieben, aber ich habe keine Lust, denen das zu erklären. So gar nicht. Und auf die Diskussion, die darauf folgt, so, Tja, also gehe ich entweder mit 2 oder mit 3. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, habe ich mir das alles nur ausgedacht. Ich habe schon einfach so viel gesoffen, dass ich mein Gedächtnis verloren habe, oder? Ja, keine Ahnung. He is. He's getting better. And I can confirm that he drank a lot of alcohol prior to it happening. I believe he drank. People do that, especially this one. What they don't do is forget their whole life because of drinking. But Detective Wigmer, he has blanked out before. Wirklich? Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the 2 drunks case, the other when we looked into that mural. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Hardwired to the free market. He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Ich bin bereit, wieder die Führung zu übernehmen. Ich habe nichts dagegen, vorerst ein normaler Detective zu sein. Er täuscht sich. In meinem Zustand kann ich nicht arbeiten. Leckt mich doch alle am Arsch. Ich will gar nicht zu eurem Einsatzkommando gehören. Ja, das fühle ich am meisten. No, Harry. Fuck you. You already fucked us. I've already explained this shit to Bryce twice. To Berdiayeva 4 times. I'm your partner. I answer for you when you're not there. When you clocked out, I became responsible for your cases and your special task force. Und was passiert jetzt? Now nothing. Now we're just going to stand here. Wirklich? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Ich war besoffen und hab's ins Meer gefahren. Oh Gott, warum müssen wir das jetzt alles aufrollen? Come on. Und warum weißt du das nicht längst, du Vollpfosten?
So refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Was? Mein Ausweis? The thing that tells people you're a police officer. Ja, aber warum willst du den sehen? Wenn ich ihm ihn zeige, nimmt er ihn mir weg, oder? Den habe ich verloren und noch nicht gefunden. He doesn't have it. Here's an idea. Maybe you could look in the motherfucking motor carriage you drove into the sea. Maybe look there. Ah, fuck it. I get it myself. Just tell me you have your gun. Ich bin auf ein... Kann sein, dass ich sie verpfändet habe. Jedenfalls ist sie weg. Yeah, I checked the local pawn shop. You saw the pawnbroker Revillier 9mm pistol to pay for booze. It worked too, didn't it? You're drunk right now, aren't you? You fucking bum, I can smell it all the way over here. Also eigentlich bin ich es gerade nicht, um ehrlich zu sein, aber... Ich habe ein bisschen was getrunken, na und? A little drink? You smell like a corpse. I'm downwind and I can barely breathe. You smell like shit. You let a suspect escape, Harry. Classier something. Because you were too drunk to assess a flight risk. We've read the reports. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Es war die richtige Entscheidung, sie nicht aufs Revier zu bringen. Sie hat mir einen entscheidenden Hinweis gegeben, der uns zu der Insel geführt hat. Oh, well. If she was nice. I'm not even gonna get into the other suspect. The one who shot herself. In the head. Or the fact that you're Evra Claire's little peony now. Doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. Compared to the 8 people who were gunned down. The streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Außerdem habe ich den Fall gelöst. Er ist gelöst. Endgültig. Ah, das war ein Massaker. Wir wurden platt gemacht. Wo zur Hölle waren Sie? Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. You've spent the week with him on this case. What is your take? On the case? On Lieutenant Geoffrey Dubois. Well, the drinking, the lost gun, also losing his badge, that's all true. And he's been drinking on the job. The man sighs deeply. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize, profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good communication strategy for an officer. It's worrying, especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He wants to liquidate the ruling class, which, again, for a police officer, is a little odd. You should yell something. Nein, das ist keine gute Idee. Ich mag Kim. Yes, let's let the big boys talk. And then there's the motor carriage in the sea, and the drugs, of course. Some kind of anti-radiation drug he uses to induce visions. But despite all this, he is a great detective. One of the best I have seen, in fact. He can talk human beings into telling him everything. And he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke.
which, by the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar, was a valiant effort. He really sang his heart out. Okay, he did something. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. A new species? A colossal stick insect, 3 meters tall. It's on the island, camouflage as the reeds. It unfolded from them. I did not, unfortunately, get a photo. Das wäre alles I besser. believe it may have been the Insulindian phasmid. Es wäre alles besser gewesen, wenn er das nicht gesagt hätte. I know this sounds fantastic, but I'm a 4 times decorated lieutenant of the RCM. I do not make up encounters with cryptids to spice up my day. I am very, very sane. I don't doubt you, Lieutenant. If you say it was the Insulindian phasmid, then it was the Insulindian phasmid. Boom, Shakalaka. Das ist unglaublich, aber tatsächlich wahr. Und wie Sie also sehen können, bin ich ein ganz passabler Detective. Und ein absoluter Riesenkommunist. Maybe. Eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ich sage einfach nichts, glaube ich. Ist es deep? Das ist unglaublich, aber tatsächlich wahr. Lieutenant, is it somehow connected to the case? Detective? Ja, ich glaube, dass das Pheromon, das das Wesen absondert, für die verminderte geistige Leistungsfähigkeit des Mörders verantwortlich sein könnte. The old man was not aware of the phasmid's presence. Exhibiting a strange, atypical dementia, he fell into a stupor after its appearance. So it is connected. We could order a search. I could get people from EPIS on the island, entomologists, doctors. There must be signs of it in the reeds. If we found the Insulindian phasmid, well, that would be absolutely exceptional. The PR value alone. There, you need to make your case now. The floor is all yours. He prepared it well. Außerdem habe ich einen Nachtclub gegründet, in der Kirche. Nein, ich glaube nicht. Also schon, aber nein. Die Phasmide war übrigens ein Weibchen. Sie nistet im Schilf. Wissen wir das mit Sicherheit? Weiß ich nicht. Für den Täter, Lilianovic Dross, haben wir ein überzeugendes Motiv. Lilianovic. A revolutionary matronym. Ein revolutionäres Metronym? The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovic, Lasovic, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovic. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. He wasn't quite sure about the straggler before he heard this detail. It must have convinced him. Er hat den Söldner getötet, weil er so einen Krieg zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft vom Zaun brechen wollte. Ja, ist es das? And it worked? You got a war going? Yes, until we stopped it. He saw the mercenary as an ennemi combattant. There's plenty for prosecution to pick from, as far as motive is concerned. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. It's way more than that.
Nein, noch besser. Ein perfekter Faltmechanismus, wie die Fassmiete. Ach, das ist noch viel besser. So gewinne ich Dora zurück. Der Zug ist abzufahren. Das ist mein Meisterwerk. Irgendwann wird das ein Lehrstück in der Polizeischule. Ich habe getan, was ich konnte. Jede Sekunde war ein Kampf. Ganz zufrieden bin ich damit immer noch nicht. Es könnte noch etwas eleganter sein. Get over yourself. You're not a perfectionist. You're a cop and you did a good job, with a lot of help from Lieutenant Kitsuragi. And none of this can hide the smell of booze on the wind. God damn it. It is bad. Even you can smell it. Die ehemalige Chefin der Gewerkschaft, der wie auch immer, wurde von unserem Täter getötet. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Evrard and Edgar Clare have ears everywhere. Fair point. Understood, of course. But a case against Everard would be big. I would prefer not to partake in anything union-related, for political neutrality. This has to be good stuff for him to backpedal out of it at first mention. Da war auch ein Toter auf der Promenade, ein Vermisster, den wir gefunden haben. Yes, yes. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. Woher wussten Sie, dass ich ihn gefunden habe? The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Still, good work with the missing person, Detective. It's still a point for you. No denying it. Also, was sagen Sie? Wollen Sie diesen endgeilen Typen wiederhaben? Das zeigst auf dich selbst. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Und die anderen 3 Sachen, die wir noch machen können, will ich eigentlich nicht erwähnen. Also ja, ich habe auch Ermittlungen zu dem rätselhaften, verfluchten Gewerbeblock angestellt, aber they don't care. Also, wollen Sie mich wiederhaben? I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. Er zuckt mit den Schultern. So I have to. Jude? Honestly, anything that ends this trial is okay with me. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Gott, hasse ich den Typen. Now you will finally get to know who you are. Warten Sie. Bevor wir aufbrechen, habe ich noch ein paar Fragen zu meiner Person. The man looks westward, impatiently, jingling his car keys in his pocket. Wer bin ich? Who are you? You're a gym teacher, Harry. Was? Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Aber früher? Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Should we maybe... Das erklärt so einiges. Harry, it explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth, your inexplicable facial hair. Meine Sammlung an fahlen Sportbekleidung. The fact that you don't seem to know what homosexuality is. The incredible stamina outputs. Also, this guy. Just everything about this guy. Wann war denn das? Wann war ich Sportlehrer? In your 20s or late 20s. You've really let yourself go since then. In Coron, haben Sie gesagt? Dort war ich Sportlehrer? Yes, you taught gym in Cool. I believe that's the term. Taught gym at a high school. You were a high school gym teacher. The smell of sweat and glue. The worn floorboards. High school. Harry, your goings-on with Kuno, Andre, Assel, the whole thing on the ice. That's why you are so juvie. His smirk suggests barely contained laughter. Warum bin ich denn zu BMA gekommen? The regular.
You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoking raspberries and incredible hope. An ocean full of hope. Okay, jetzt verstehe ich. I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. Warum bin ich so? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. Hieß sie Dora? Yeah. Dora Engelund, I think. Not Dora Dubois. Wir waren also noch nicht einmal verheiratet. No one is married anymore. This is Revachol. Wann war das? God, I don't know. 6 years ago, she was way before my time. Vor 6 Jahren? Yeah. Or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals 1 normal year. That and Dora Engelund really tore you a new one. A big one. Wer war sie? Incredibly bangable. Nein, ich meinte, was hat sie gemacht? She was incredibly fuckable. A beautiful bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. Snow Welkin. Blonde Welkin. Heartbreak Welkin. Pain Welkin. I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection with how pretty she was. One you never recuperated from. Look, the sun is about to go down. It's time to go. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first, the middle-class chick or the drink. Egg and the chicken kind of thing. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. In other words, he's heard enough about this. Das 41. Revier. Was für ein Revier ist es? Us? We're the bloody murder station, haven't you heard? We're the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You're just understaffed. And everyone respects the 41st. You have Captain Price. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Get back to it. We left Torson and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Und Gruppe C ist... God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. He's anything but a loser, although he would like to be seen as one. It's cooler that way. Und Price ist... Ptolemy Price? He's the son of the old Price, one of the founders of the RCM. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory shaped like a ladybird with 2 chimneys, Police Captain Ptolemy Price sits behind a heavy wooden desk. Resident medic Nix Gottlieb pours him coffee. It's silent in the captain's office. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April and the blood on the streets in May. Haben wir in letzter Zeit in einer Kirche rumgeballert? Du zeigst auf die Kirche. So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Was ist passiert? Warum mussten wir das machen? Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security clearance is shit tier right now. You have to wait for it to go up. He means it. The RCM and its enemies will not be discussed on this coast. Your clearance will not go up
while you're within earshot of the Union headquarters. Ich arbeite also für das mörderische Revier? Okay, it's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there, hard, every day. Jamrock is the largest ghetto in Rivershoal. Faubourg, technically, but it's divided into 11 districts. Jamrock only has us. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. You're lucky to have it. Thank you again, Lieutenant. Lieutenant Kitsuragi, was werden Sie jetzt machen? Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. Worüber? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Rivershoal. Zieht sich seinen Kragen hoch und sieht sich um. Das kalte Frühlingslicht spiegelt sich in seinen Brillengläsern. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. Wie wäre es, wenn Sie das auf dem 41. Revier machen? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my doom-mongering. Ich meinte ermitteln. Unterstützen Sie uns beim 41. Revier. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... Would fit in, and crazy enough, can take the stress. He doesn't know how to finish the sentence. This truly came as a surprise to him. Not a bad one, but he's at a loss. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. Der Lieutenant wird plötzlich sehr ernst. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. I do like the sound of that. He's really considering it. Die Phasmide. Ich muss Lena so bald wie möglich von ihr erzählen. Who is Lena? She lives at 1113 Tabernacle Road in Jamrock. Remember? Eine Kryptozoologin. Sie wohnt in Jamrock in der Tabernacle Road. Sie hat mir von der Phasmide erzählt. Tabernacle? It's on the way over. Near where you live on Perdition. Fine, if we're gonna drop you off anyway. She and her husband were conducting the search for the Phasmid. It's their discovery, in part. They should know as soon as possible, even if we didn't get a photo. She is going to be over the moon. Watch out or she'll faint. Okay, ich denke, das war's. Ich bin bereit. Good. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the afternoon sky, the great district hums. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. Fire traps as far as the eye can see. From Main Street to Precinct 41, to Boogie Street, forking into the snow-swept horizon. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles. Spring has come. It's time. Torsen? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Vicmer? Yes. Dubois? Of course. Really? Nix Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the people. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow? Of course. Wonderful.
Then can we please just go back to Jamrock now? Oh, wow. Oh, wow. Ich glaube, ich brauche noch einen ganz kurzen Augenblick, bevor ich irgendwie so ein Fazit abgeben kann. Ich bin gerade auch so richtig durch, ne? Was einfach daran liegen könnte, dass ich, nachdem sich das Spiel bei mir unfassbar lange gezogen hat von der Aufnahme her, also hier mal eine Folge aufgenommen, da mal eine Folge aufgenommen, eine Woche Pause dazwischen, 2 Wochen Pause dazwischen, jetzt gerade seit, ich weiß nicht, so 11 Stunden quasi durchgängig aufnehme mit einer kleinen Pause, um was zu essen. Weil ich halt echt so gedacht habe, okay, das Ende ist nah. Also das Ende vom Spiel. Und dann wollte ich es halt auch durchhaben. Und dann kam immer noch was und noch was und noch was. Und halt immer noch eine coole Szene und noch was, womit ich nicht gerechnet habe. Und Alter, was für ein Ende. Und es ist einfach alles so rund. Es gibt zumindest storymäßig gerade keinen Strang, wo ich sagen würde, das war absoluter Unfug. Das hat nicht reingepasst. Das ist noch ungeklärt. Es ist einfach absolut rund. Für meinen Geschmack ist das Ende zu gut, to be fair. Boah, wo es gerade da ist, Voice Acting. Props bitte an alle Voice Actor. Holy shit, ist das Voice Acting gut. Ist übrigens auch nur in der, was ist denn das, Final Cut Version. Das Spiel war ursprünglich tatsächlich nicht vertont. Aber es gibt ihm richtig was dazu. Also das Spiel gewinnt durch die Vertonung richtig, richtig viel, finde ich. Oh, oder? Oder es war vorher nicht voll vertont. Okay, ich habe Unfug erzählt, my bad. Es war vorher vertont, aber offensichtlich nicht alle Charaktere. Zumindest habe ich auch vorher schon irgendwo gelesen, dass halt nur der Final Cut voll vertont ist. Whatever. Wie auch immer, auf jeden Fall großartige Vertonung. So, ja. Oh wow. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Boah. Dieses Spiel, ne? Vielleicht fange ich irgendwie mit den 1, 2 Kritikpunkten an, die ich habe. Ich glaube, es ist beim Spielen auch schon deutlich geworden. Und es ist eigentlich auch so der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe. Klar hatten wir, ich glaube, wir hatten einen Softlock tatsächlich, beziehungsweise, ja, also halt vor dem Kampf mit dem Söldnern und den Hardy Boys, da ging ja echt nichts mehr. Ansonsten lief es wunderbar durch. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass man in den Dialogoptionen, wenn man so den Hauptpunkt schon angeklickt hatte und dahinter aber noch irgendwas Neues dazugekommen ist, so eine neue Option, hat man bei dem Hauptpunkt nicht gesehen, dass da was Neues ist. Also du hast dann halt deine 5 Dialogoptionen und du denkst, ich habe die alle schon gemacht. Und dann klickst du halt eine, die du schon mal gemacht hast, an und plötzlich ist da was Neues hinter. Das ist halt ein bisschen uncool. Das hat mich gerade bei Joyce halt super verwirrt, weswegen wir ja auch super spät erst auf diese ganze Drogen-LKW-Nummer und auf Ruby gekommen sind. Das hätte wahrscheinlich alles schon viel früher passieren können. Also das hätten wir locker wahrscheinlich 2 Tage früher machen können. Keine Ahnung. Aber das habe ich halt einfach null gesehen und null gerallt. Also da war ich halt hardcore verwirrt. Und mein anderer Mini-Kritikpunkt ist auch nur so ein halber Kritikpunkt. Also der geht so zur Hälfte ans Spiel und zur Hälfte an mich. Ich wollte das Ganze eigentlich ein bisschen mehr Roleplayen. Also ich habe ja zwischendurch immer wieder gesagt, so ich will hier Richtung Absolute Human Trainwreck. Ja, mal kurz die Musik wieder leiser. Ich wäre gern noch mehr Richtung Human Trainwreck gegangen. Aber dann war einerseits ich halt zu neugierig, weil ich halt auch die Story nicht kannte und halt den Fall lösen wollte. Und wenn ich jetzt einen zweiten Durchlauf machen wollen würde und wüsste, wer der Mörder ist und so, dann könnte ich mich viel mehr auf andere Sachen einlassen, weil ich halt nicht mehr so neugierig bin. Das wäre halt eine Sache. Mein Kritikpunkt am Spiel dabei ist aber auch, dass es einem nicht immer so die Möglichkeit gibt, zu Roleplay, also mir hat hier und da tatsächlich immer nochmal so ganz selten eine Option gefehlt, wo ich sagen würde, oder wo ich dann auch ja gesagt habe, so eigentlich trifft gerade das, was ich machen möchte, keine der vorgeschlagenen Optionen. Aber es ist auch storymäßig so, dass man dann halt zum Beispiel einfach nicht vorwärts kommt. Ich habe mich ja zum Beispiel bewusst dazu entschieden, dass ich keinen Bock auf Wrack habe und ihm nicht helfen möchte. Und dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, das hatte ich zwischendurch auch nachgeguckt, nur nicht angesprochen. Also was heißt, ich habe das heute nachgeguckt, als wir total stuck waren. Da bin ich da eher zufällig drüber gestolpert, weil ich halt geguckt habe, wo wir weitermachen können. Und dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, für Wrack nicht die Unterschriften zu holen, hatten wir nie die Chance, unsere Waffe zu finden. Also das wäre die Voraussetzung gewesen, dass wir darauf eingehen, um unsere Waffe zu finden. Also unseren verlorenen Revolver. Und ja. Und das war auch so die Sache, dass ich halt eine Zeit lang ja Joyce nicht unbedingt helfen wollte. Und dann halt gedacht habe, so ja, selbst wenn ich wollte, ich komme ja auch bei ihr nicht weiter. Und also es ist, ja, Ich glaube, man kann wahrscheinlich, und deswegen ist es auch nur so halbe Kritik an dem Spiel, die ganze Zeit nur rumeiern und halt belanglosen Scheiß machen und den Fall gar nicht klären. Und es wird trotzdem am Freitagabend oder irgendwann am Freitag auf jeden Fall zu dem Showdown zwischen den Söldnern und den Hardy Boys kommen, egal was man dann weiß. Und
wenn man Pech hat, stirbt man dann auch einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Ende ist. Dass man selber stirbt oder dass man selber und Kim Kitsuragi auch sterben. Also dass wir beide sterben quasi. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Dass man auch gar nicht zu der ganzen Insel kommt und das aufklärt. Wie gesagt, ich hatte mich ja auch schon damit abgefunden, dass Kim überlebt und wir sterben. Das wäre für mich auch ein absolut feines Ende gewesen. So war es natürlich storymäßig viel, viel befriedigender, weil wir jetzt, also ich müsste ernsthaft überlegen, ob wir noch irgendwo offene Enden haben. Außer das mit unserer Waffe. Wo die hin ist, das wissen wir halt nicht, aber das hätten wir klären können. Und wow, das war ein harter Cut. Ja, aber von daher auch nur so ein halber Kritikpunkt an dem Spiel. Also es ist, glaube ich, auch einfach anders schwer zu machen, muss man ja fairerweise sagen. Und es liegt dann auch einfach so ein bisschen an mir, beziehungsweise an der Natur der Dinge, dass man natürlich erstmal irgendwie, wenn man so einen Fall vorgesetzt bekommt, den Fall auch lösen möchte. Ich denke, das ist völlig normal. Es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil einfach diese Aufnahme, weswegen ich auch zwischendurch jetzt in den letzten, ich weiß nicht, wie ich es schneide, aber ich werde irgendwann halt auf jeden Fall keine Verabschiedung und keine Anmod gemacht haben, weil ich einfach seit über 3 Stunden am Stück aufnehme ohne Cut, weil ich halt immer dachte, okay, es muss doch jetzt bald mal zu Ende sein. War es dann aber nicht. Aber ja, ich habe folglich auch einfach seit über 3 Stunden nichts getrunken und rede die ganze Zeit. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Sorry. Oh, so gut. Ja. Also ja, wie gesagt, natürlich will man erstmal diesen Fall klären. Und aber das ist, glaube ich, so eine Sache, das wird mir wahrscheinlich bei jedem Rollenspiel ähnlich gehen, wenn man nur einen Charakter hat, der Entscheidung hat. Ich weiß nicht, wenn man in einer Gruppe irgendwie roleplayt und Charaktere halt anders drauf sind, dann kann man sich vielleicht immer noch so ein bisschen auf die Gruppe verlassen, sagen so, okay, mein Charakter würde jetzt das und das nicht machen, aber wer anders aus der Gruppe würde das machen und dann kommt man schon irgendwie ans Ziel. Oder auch bei Singleplayer-Games, wo man dann aber eine Gruppe von Charakteren steuert, ist das halt auch nochmal wieder was anderes. Hier hast du ja, glaube ich, wirklich die Chance, einfach den Fall nicht aufzuklären. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eine Option ist, dass das ein Ende ist, dass man, egal ob man stirbt oder nicht, halt einfach diesen Fall nicht aufklärt. Ich denke, das kann durchaus passieren. Und das hätte ich halt schade fürs Playthrough gefunden. Also gerade fürs erste Playthrough. Und dafür bin ich auch einfach zu neugierig. Von daher, aber ja. Ich will damit gar nicht sagen, dass ich hier gerne eine Gruppe von Charakteren gehabt hätte. Ich glaube, ich will damit hauptsächlich sagen, dass ich prinzipiell gern mehr geroleplayt hätte, aber weitestgehend einfach selber zu neugierig dafür war. In einem zweiten Durchlauf würde ich das, glaube ich, anders machen. Aber ich glaube, einen zweiten Durchlauf mache ich so schnell nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall ganz dringend mit 2 Freunden von mir sprechen, denen ich das Spiel empfohlen habe, die das auch schon lange vor mir durchgespielt haben. Was einfach daran liegt, dass ich jetzt, und das ist auch ein Punkt, den ich zwischendurch angerissen habe, einfach fast 7 Monate gebraucht habe, um dieses Spiel abzuschließen. Wie zwischendurch irgendwann erwähnt, ich habe 4 Monate Pause gemacht, also 4 Monate lang nicht aufgenommen, zumindest dieses Spiel nicht. Einfach aus diversen Real-Life-Gründen und weil ich halt einfach grob auch einfach nicht in der Stimmung für das Spiel war. Ich gesagt habe so, nee, ich kann das jetzt nicht und ich will das jetzt auch nicht und wenn ich das jetzt mache, wird es nicht gut und ich bin da nicht zufrieden damit und das ist auch alles nicht okay und dann habe ich es halt gelassen. Und den anderen Punkt hatte ich ja zwischendrin jetzt auch schon mal kurz, also irgendwann innerhalb der letzten 3 Stunden mal angesprochen. Sodass ich dann wirklich ja mal hier eine Folge und dann wieder eine Woche Pause und dann
Dann habe ich mal 2 Folgen am Stück aufgenommen, aber dann vielleicht auch wieder 14 Tage bis zur nächsten Aufnahme. Und es hat sich halt einfach alles sehr gezogen, weil ich auch mich ja dazu entschieden habe, weil es ja extrem dialoglastig ist, die Folgen einfach eine Stunde lang zu machen, weil bei 30-Minuten-Folgen kommst du in der Folge halt einfach nirgendwo hin. Da passiert halt nichts. Da wenig. Also wenn ich überlege, wie wir ganz am Anfang halt mit Mr. Super Racist, mit Schädelmesser gesprochen haben, mit seiner komischen Rassentheorie, wie auch immer das hieß. Da war ja allein eine halbe Stunde nur rassistisches Bullshit-Gelaber. Also das als Folge allein wäre halt auch so gewesen. Von daher finde ich halt die Folgenlänge mit 60 Minuten circa halt voll okay, aber das hat bei mir halt auch dazu geführt, dass ich halt immer so dachte, oh, jetzt das Elysium anfangen, dann musst du wieder mindestens eine Stunde aufnehmen. Hast du da jetzt wirklich Bock, dich da eine Stunde hinzusetzen? Und es war halt einfach eine größere, Hemmschwelle ist das falsche Wort, aber es war einfach eine größere Hürde, als wenn man so 20 oder 30 Minuten Folgen produziert. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich extrem lange gebraucht habe, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich bin, und das meine ich nicht böse, sehr froh, dass ich es nicht im Stream gemacht habe. Weil ich glaube, im Stream wäre dann doch hier und da vielleicht mal der eine ungewollte Tipp, also von mir ungewollte Tipp aus dem Chat gekommen. Oder irgendwelche unbeabsichtigten Spoiler. Oder es hätte mich dann eher... Also ich hätte wahrscheinlich nicht genau den Weg eingeschlagen, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich hätte vielleicht anders gespielt. Ich hätte mir wahrscheinlich nicht die Zeit genommen, die ich mir jetzt genommen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin all in all echt zufrieden. Ja, es ist nicht alles perfekt gelaufen. Und ja, das Ende ist mir ein bisschen zu lighthearted. Und auch, ganz ehrlich, dass Harrys Problem einfach ist, dass er über seine Ex nicht hinwegkommt, finde ich. Also das ist das Einzige, was ich storymäßig zwar rund, aber echt schwach finde. Oh, und eine Sache, die wir nicht aufgeklärt haben, die wir vielleicht hätten aufklären können, wenn sie sich nicht erschossen hätte, ist, was das eigentliche Problem von Ruby war. Also warum war sie auf der Flucht? Und sie hat ja vorher schon irgendwie Stress gehabt, bevor Classy und der Söldner aufgetaucht sind. Also da war noch mehr Story, die wir zumindest nicht mitgenommen haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch rund gewesen wäre. Boah, ich bin einfach so durch. Normalerweise würde ich einfach seit 2 Stunden pennen, aber ich musste jetzt dieses Spiel fertig spielen. Abgesehen von der Story möchte ich nochmal erwähnen, wie unfassbar großartig das Writing ist. Allein der Einstiegsdialog, Monolog eher mit unseren inneren Stimmen. Ich habe irgendwann dieses Spiel installiert und mal reingespielt und ich war halt instant hooked durch das ganze Ding. Und deswegen habe ich auch schon so 3-4 Stunden gespielt gehabt, bevor wir halt letztendlich ins Let's Play rein sind. Allerdings tatsächlich auch, ich glaube, mindestens 3 verschiedene Spielstände, wo ich auch so Sachen ausprobiert habe, ob man direkt im Hotelzimmer am Anfang schon sterben kann. Und ja, man kann. Aber ja, das Writing ist einfach so fantastisch. Und das Spiel scheut auch vor eigentlich keinen krassen Themen zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich extrem gut finde. Also wenn was scheiße und düster und problematisch sein muss, dann wird es im Spiel auch scheiße und düster und problematisch dargestellt. Dann ist es halt so.
Und es wird halt keine komische Ausrede gefunden oder kein komischer Story-Arc, nur um halt das Thema Selbstmord zum Beispiel nicht drin zu haben. Dass sich halt ein NPC einfach erschießt, weil sie keinen anderen Ausweg sieht. Oder allein das wird ja ganz am Anfang thematisiert, dass wir halt betrunken rumgewedelt haben und damit mit der Waffe rumgewedelt haben und gedroht haben, uns zu erschießen. Dass das da drin ist, oder dass solche Sachen in dem Spiel einfach drin sind, macht das Ganze auch so stark. Boah. Ich könnte wahrscheinlich noch 5 Stunden über dieses Spiel reden. Und irgendwann möchte ich das vielleicht auch nochmal machen. Mal gucken. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend und gehe pennen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich diese ganzen Aufnahmen von heute irgendwie sinnvoll in Folgen presse und schneide. Und dann muss ich das alles nochmal Revue passieren lassen. Und ich glaube, ich möchte abschließend einfach nur sagen, in jeder Hinsicht, wirklich in jeder Hinsicht, war dieses Spiel für mich ein sehr wilder Ritt. Der mir nicht immer Spaß gemacht hat. Manchmal war ich auch ein bisschen angenervt, weil ich extrem stuck war und nicht weiter wusste. Aber insgesamt, holy shit, finde ich, ist Disco Elysium ein großartiges Spiel. Was für ein großartiges Spiel. Ich hoffe, die extreme Dialoglastigkeit haben euch nicht zu sehr abgeschreckt und es gibt zumindest eine Handvoll Leute, die bis hierher zugeguckt hat. Falls ja, dann bedanke ich mich dafür sehr, sehr herzlich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn ihr meine Begeisterung für dieses Spiel teilen könnt, lasst es mich gerne wissen. Oder lasst mich grundsätzlich gerne wissen, was ihr von dem Spiel oder von dem Playthrough oder von einzelnen Aspekten des Spiels haltet. Lasst mir gerne einen kleinen Kommentar da, würde mich freuen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Einen angenehmen Tag noch. Und ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.